Hallo ihr Lieben, Luise Heinzel hier. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es hier ein bisschen weiter in meinem Pinguin Altered Book. Vielleicht habt ihr das letzte Video gesehen, wo ich dieses Cover hier gestaltet habe. Falls ihr das verpasst habt, schaut doch mal bitte unten in die Infobox. Dort habe ich euch das verlinkt. Falls ihr Interesse habt, so etwas nachzumachen, könnt ihr das Video da finden. Und ja, heute werde ich mal mich um diese zwei Seiten hier kümmern. Das sind jetzt die ersten beiden Seiten, ne? Also wenn man das hier so aufschlägt, dann ist das ja hier so weiß, bevor es hier mit den normalen Seiten weitergeht, die ich später natürlich auch noch gestalten möchte. Und ich möchte mich um diese beiden hinteren Seiten hier kümmern. Wie ihr seht, nackt. So, ihr wisst vielleicht, ich habe, Entschuldigung, in meinem Etsy-Shop ein neues Papier. Das ist dieses Pinguin-Papier. Und dazu gibt es auch ein sozusagen ja Mixed Media Hintergrund Papierset, was passend in den Farben zu dem Papier ist, wo die Pinguine selbst drauf sind. Und ich möchte jetzt gerne dieses neutrale Papier verwenden, um diese Innenseiten zu gestalten. Und jetzt muss ich mich erstmal irgendwie entscheiden, welches davon ich hier benutzen möchte. Ich möchte natürlich schon, dass wenn ich das aufschlage, das bisschen farblich dazu passt. Die sind zwar alle farblich aufeinander abgestimmt, aber vielleicht kann man da das eine oder andere noch aufgreifen, wie zum Beispiel diese Punkte hier, die ganz gut zu diesen Punkten hier passen würden. Ja, jetzt lasst mich mal gerade hier schnell überlegen. Ich kann ja auch mal kurz hier mit euch durch diese Seiten durchblättern. Das hier fände ich jetzt persönlich auch nicht schlecht. Jetzt hätte man hier vielleicht noch die Möglichkeit, noch etwas drauf zu geben, wenn das jetzt innen wäre. Entweder das oder es gibt noch eine ähnliche Seite, ähnlich wie die, die ich jetzt gerade da oben hingelegt habe. Das wäre auch nicht schlecht. Das ist diese ähnliche Seite, die ich meine, ist diese hier. Und ich glaube, dass das mein Favorit sein wird. Oder vielleicht sogar die. Dann ist es nicht vorne und hinten gleich, aber es passt zusammen. Aber so ein Endpapier in so einem Buch ist ja auch, also in so einem Originalbuch ist ja auch immer eigentlich gleich. Also ich denke mal, ich werde mich jetzt für diese beiden Seiten hier entscheiden. Wie ihr seht, sind die ziemlich ähnlich. Also diese Seite hier auf diesem Bereich ist fast identisch und auf dieser Seite hier unterscheidet sich das etwas, sodass man da eigentlich unendlich viele Möglichkeiten hat, das einzusetzen. Und ich denke mal, ich werde das jetzt hier so machen, dass ich das hierfür nehme. Ja, ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Und ich überlege jetzt gerade, weil der Plan ist, hier noch eine Tasche hinzumachen, sodass man auch vorne in dem Buch noch etwas hineinstecken kann, wenn man das so aufschlägt. Und vielleicht einige kleine Ephemera-Teile oder irgendetwas hier rein tun kann. Aber ich glaube, ich nehme jetzt diese neutrale. Ich hatte euch das in einem der letzten Videos schon erzählt, ich glaube in dem ersten, dass ich das hier jetzt so gemacht habe. Ich habe dieses Grundgerüst von dem Buch so ausgewählt, dass es in etwa DIN A5 hat, sodass ich hier nicht so große Schwierigkeiten habe, das hier abzumessen. Wie ihr seht, wenn ich das hier drauf lege, dann passt das oben und unten schon genau, sodass ich jetzt diesen Rand und diesen Rand mit diesem Rand hier übereinbringen kann. Und dann hier nur noch schauen muss, wie breit ich das Ganze haben möchte. Und ja, das habe ich halt, ich habe dieses Buch extra deswegen ausgewählt, weil es dann einfach leichter ist, dieses hier zu bewerkstelligen. Und jetzt werde ich das aber hier auch so machen, wie ich euch beim letzten Mal schon erzählt habe, dass ich aufpasse, wenn ich das zuschlage, dass mir nichts in den Knick hier reinkommt. Jetzt schaue ich ganz genau, wo dieser Knick ist, denn es ist bei diesem Buch etwas tricky. Dieser Schlitz hier, der ist sehr breit. Das sieht man erstmal gar nicht. Wenn man das aufschlägt, dann denkt man, man kann mit dem Papier bis hierher gehen. Aber wenn ich das zuschlage, und das könnt ihr jetzt leider irgendwie nicht sehen, dann sehe ich, dass hier so eine kleine Falz ist und dass im Prinzip das Buch hier knickt und nicht hier. Und deswegen werde ich jetzt auch da bei dem Papier nur bis dort gehen. Also ich lege mir das jetzt hier so dran, dass ich hier so einen kleinen Schlitz habe. Und dann gehe ich wirklich nur bis hier und schneide mir das dann mal kurz ab. Und hier
ist es jetzt auch so, dass das ziemlich genau auf die Seite passt. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Das könnt ihr euch natürlich, wenn ihr das nachmachen wollt, an eure Seite anpassen. Aber hier passt das wirklich, also das ist, glaube ich, ein halber Millimeter oder so, was da übersteht. Das ist aber wirklich jetzt purer Zufall gewesen. Ich wollte es mir jetzt ehrlich gesagt so einfach wie möglich machen. Und auch vor allen Dingen euch ein paar Tricks verraten, wie man sich das besonders einfach machen kann. Denn ich weiß, es sind sehr, sehr viele Menschen, die diesen Kanal schauen, die Anfänger sind oder zumindest von sich behaupten, sie seien Anfänger. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt alles so, dass ein Anfänger das bewerkstelligen kann, dass aber natürlich ein fortgeschrittener Junk Journalist das auch bewerkstelligen kann. Und deswegen, ja, habe ich dieses Buch eben so ausgewählt, dass es schon von der Größe her passt. Jetzt finde ich natürlich diesen Strich dazwischen nicht gerade so toll. Was können wir da tun? Alles, was wir hier draufkleben würden, also ich könnte natürlich jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt mir eine dünne Buchseite, reiße dann Streifen und klebe den einfach hier rein und dann das drauf. Aber dann hätte ich auch gleich das Papier darüber kleben können. Das ist natürlich Quatsch, weil dann kann ich es wieder nicht so zuschlagen, ohne dass mir da irgendwas zerreißt oder dauernd knackt oder so. Ich mag das nämlich nicht, wenn man das zuschlägt und das knackt so extrem. Eine andere Möglichkeit wäre jetzt komplett einen weißen Rand zu lassen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das vielleicht mache. Wenn ich das jetzt so mache und hier komplett diesen Rand lasse, das schaut ja eigentlich jetzt auch hier nicht ganz schlecht aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das da so sehen könnt. Ich glaube, das werde ich tun. Da werde ich jetzt einfach hier unten noch ein Stück abschneiden. Und ich möchte euch auch ermutigen, das vielleicht ohne Messen zu machen. Also manche von euch haben mich auch schon gefragt, ja, welches Maß hat das? Oder wie hast du jetzt genau das bemessen oder so, ne? Und manchmal ist es schlichtweg so, dass ich diese Fragen nicht beantworten kann, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich nicht gemessen habe, sondern dass ich mir das jetzt einfach hier draufgelegt habe und das jetzt hier so, ja, per Augenmaß sozusagen mache. Wenn ich das andere jetzt hier nehme, da mache ich das natürlich schon gleich, aber ich messe nicht, sondern ich lege mir das hier drauf und zeichne mir das dann da an, wo ich das schneiden muss. Und das ist für mich der einfachste Weg, das zu bewerkstelligen, ohne mit einem Lineal oder etwas Ähnlichem umeinander fuchteln zu müssen. So. Ja, ich glaube, das finde ich doch gut, oder? Findet ihr das auch gut? Also das schaut irgendwie schön aus. Und vor allen Dingen, jetzt, wenn ich das hier gleich aufgeklebt habe, werdet ihr sehen, da entsteht dieser weiße Rand und ich habe ja hier auch nochmal diesen weißen Rand. Das ist zwar nicht komplett schneeweiß, aber das macht ja nichts. Wo ist mein Kleber? Also der Eindruck dieses Randes entsteht natürlich trotzdem. Ja, übrigens, also jetzt klebe ich das hier einfach fest mit ganz normalem Prittstift, aber während ich das mache, möchte ich euch gerne was zu dem Papier sagen. Und zwar sind diese Hintergründe entstanden mit Hilfe von einigen Fotos. Also selbstverständlich sind bei einem solchen digitalen Papier ganz viele Elemente enthalten. Also das besteht ja nicht nur aus einem Ding. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie gemacht und dann eingescannt oder so, sondern ich habe das natürlich an meinem Computer aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt. Und die ganz hintere Ebene, dieses mit den Strichen und dieses Türkise und dieses Gräuliche, was ihr da seht, dieses, was fast ein bisschen aussieht wie Stein, also das sieht nicht nur fast aus wie Stein, sondern es ist Stein. Das ist eine Mauer in Rom und zwar am Piazza Venezia gibt es ja dieses riesige Gebäude, das aussieht wie eine Hochzeitstorte. Das kennt ihr vielleicht. Das ist dieses Denkmal für Viktor Emanuel II. Und ja, dieses Gebäude hat einen etwas grünspanigen Teil. Und das ist direkt unten am Fuße dieses Gebäudes. Und da gibt es eine ganz witzige Geschichte. Ich war letztes Jahr mit meinem Lebensgefährten dort und wir laufen da so und schauen uns eben dieses Gebäude an. Und dieses Gebäude ist im Übrigen auch eines meiner Lieblingsgebäude dort und vor allen Dingen dieser Platz davor und dieses ganze, ja, fahrt bitte da mal hin, dann wisst ihr, was ich meine.
das fasziniert mich einfach total, auf diesem Platz zu stehen und einfach diese ganze Situation zu beobachten, auch wenn es da sehr verkehrsreich ist und so weiter. Aber auch dieses Gebäude ist einfach sowas von imposant. Ja, ich stehe da also so und gucke mir da so die Sachen an und man ist ja leicht reizüberflutet. Es laufen Menschen vorbei, es fahren Unmengen an Autos vorbei, Busse. Der Straßenverkehr in Rom ist ja sowieso abartigst übel. Also da traut man sich nicht, also ich würde mich das nicht trauen, mit einem eigenen Auto durch die Gegend zu fahren. Und ja, da stehe ich da so und gucke so rum und denke mir auf einmal so, oh mein Gott, wo ist der Mann? Ja, Mann weg. In der Zwischenzeit redeten mich schon so 3 bis 12 Inder an, ob ich denn nicht vielleicht eine Rose kaufen möchte, weil ich ja da so alleine irgendwie in der Gegend herumgestanden bin. Bis ich diese Inder wieder los war, hatte ich dann irgendwann den Mann gefunden, der kniend hinter einer dieser, ja, sind quasi wie so Säulen. Vielleicht kann ich euch da mal das Originalfoto einblenden an dieser Stelle. Kniend hockte er da hinter dieser Säule mit seinem Handy in der Hand und fotografierte die Hinterseite von dieser Säule. Also das ist kein Bereich, wo man normalerweise als Tourist entlangkommt. Also da muss man schon wirklich, also es ist jetzt kein verbotenes Gelände, um Gottes Willen, aber da muss man schon wirklich ein bisschen so umeinander spazieren und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, mit anderen Augen durch diese Stadt laufen, um das zu sehen. Und ich war plötzlich so fasziniert von dieser Mauer, die er da fotografiert hat, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss auch ein paar Fotos davon machen. Also ich hätte selbstverständlich auch seine Fotos nehmen können, aber ja, sind wir da ungefähr eine Dreiviertelstunde gesessen und haben uns an dieser Mauer erfreut und haben diese Fotos gemacht. Und jetzt habe ich hier Kleber, ich glaube ja wohl die Spinne. Ja, okay. Es ist ein Junk Journal. Reg dich nicht auf, Luise, reg dich nicht auf. Egal. Diese Hintergründe sind jedenfalls teilweise aus dieser Mauer gemacht. Also wie gesagt, ich blende euch mal ein Foto ein, sowohl von dem Gebäude als auch von diesem Originalfoto von dieser Mauer. Vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß daran, auch wenn ihr solch ein Papier euch mal anschafft, zu wissen, was steckt eigentlich hinter so einem Papier. Denn das ist bei mir oft der Fall, also es soll sich jetzt nicht irgendwie so angeberisch oder so anhören, aber es ist bei mir ganz oft der Fall, dass ich nicht einfach nur irgendwelche Elemente nehme und die aneinander setze. Das soll jetzt auch nicht heißen, dass andere Designer das so tun, um Gottes Willen. Aber bei mir ist das halt oftmals, ja, dass das eine gewisse Art von Hintergrund im wahrsten Sinne des Wortes beziehungsweise im übertragenen Sinne des Wortes hat. Und dass oftmals auch viele Dinge hinter diesem Papier stecken, die ihr überhaupt gar nicht wissen könnt, wenn ich sie euch nicht erzählen würde. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Dann wisst ihr das jetzt. Dann mache ich das jetzt gerade mal für die Rückseite auch noch. So schaut das Ganze jetzt aus. Und ich finde das wirklich total cool mit diesen Teilen hier. Ihr wisst ja, ich hatte das ja im letzten Video hier hinten drauf geklebt, damit das mit diesem vorderen Ding hier übereinstimmt. Und, was heißt übereinstimmt, aber dass es halt zusammenpasst, oder? Und wenn ich das jetzt aufschlage und man das hier tatsächlich noch so sieht und das nicht abgeklebt ist durch dieses Innencover, das finde ich jetzt irgendwie total cool, obwohl ich das vorher gar nicht so geplant hatte. Also ich hatte euch schon gesagt, ich möchte euch gerne wirklich bei diesem Prozess komplett mitnehmen. Ich habe hier nichts vorher geplant. Ich habe auch nicht so ein Buch vorher schon mal vorbereitet und mache das jetzt nochmal oder so, sondern ihr seht jetzt meinen Originalprozess mit diesem Buch in diesem Video. Ja, gehen wir mal zurück zu dieser Vorderseite. Ich möchte nämlich jetzt hier irgendwie noch eine Art kleine Tasche einbauen, sodass man da verschiedene Sachen noch unterbringen kann, die man vielleicht während ja, man das Journal irgendwo hinträgt, ne, wo man mitnehmen kann. So, dafür gibt es auch, also ihr könnt das natürlich aus irgendwelchen Papieren machen, die ihr irgendwo habt, die ihr irgendwo findet. Man könnte zum Beispiel auch Briefumschläge nehmen. Dieser hier ist jetzt ein bisschen zerfetzt, aber nur als Beispiel könnte ich den natürlich hier draufsetzen, eine Tasche draus machen und hier dann etwas reinstecken. Ihr könnt auch die Originalseiten aus dem Buch nehmen, die ihr hier rausgerissen habt und könnt hier eine Tasche machen. Oder aber
Ihr nehmt euch ein Teil aus dem Ephemera Pack, was es auch zu diesem Pinguinpapier gibt. Also das hier ist jetzt das Ephemera Pack, was mit dem Pinguinpapier zusammenpasst. Und ich habe hier auch einige solche alten Schriften und alte Notenblätter zum Beispiel, alte Rechnungen und sowas mit eingebaut, so dass man das ja auch mit diesen Sachen kombinieren könnte. Und es passt eben jetzt auch zu dem, wie ich das hier vorne gemacht habe. Also das ist natürlich selbstverständlich kein Zufall, ne? Also dass ich jetzt diese Schrift genommen habe und auch das in diesem Braun eingefärbt habe mit der Distress Ink, das ist natürlich kein Zufall, weil das jetzt hier dazu passt. Wie ihr seht, diese Elemente, die kommen jetzt farblich hier auch wieder vor. Und das ist halt das Farbkonzept, was ich natürlich jetzt in meinem Schädel hatte, hinter diesem ganzen Dings hier. Aber ja, ihr könnt das natürlich machen, wie ihr möchtet. So, also dieses Bellyband, dieser Streifen hier, das kann man als Bellyband verwenden. Man kann natürlich auch daraus ein Lesezeichen machen oder etwas Ähnliches, aber dieses Bellyband, das finde ich jetzt hier vorne drauf eigentlich nicht schlecht. Ja, behalten wir das mal im Hinterkopf. Das wäre eine Möglichkeit. Es ist zwar keine Tasche, ist mir auch klar. Ich habe gesagt, ich mache eine Tasche. Aber wir könnten ja vielleicht dann zusätzlich noch eine von denen nehmen und die hier hin tun. So, und jetzt seht ihr schon, das passt jetzt genau hier drauf. Ich habe jetzt einfach, weil dieses ist ja nicht mehr ganz die Höhe gewesen, ich habe jetzt einfach da oben und unten auch ein Stückchen abgeschnitten, sodass ihr das dann theoretisch hier so draufsetzen könntet. Und genau das werden wir auch tun, weil das einfach schön aussieht, oder? Ich frage mich jetzt nur gerade, wenn jetzt hier was dahinter steckt. Und es ist hier so, ob das dann vielleicht, wenn das gerade auf der vorderen Seite ist, ob das dann rausfliegen könnte. Man kann das natürlich auch so aufkleben und hier so eine Tasche machen. Jetzt geht aber dann das da verloren. Dieser Strich hier, den will ich nicht verlieren, weil dieser Strich schafft mir jetzt wieder den Zusammenhang zu diesen beiden Strichen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich glaube, deswegen werden wir diese Tasche hier aufkleben. Also wir werden jetzt im Prinzip aus dem Bellyband eine Tasche machen, was natürlich auch möglich ist. Überhaupt kein Problem. Wir brauchen es nur hier und hier und hier festkleben. Wenn wir ein Bellyband machen würden, würden wir es ja nur hier und hier festkleben. Aber ich werde sie trotzdem etwas so versetzen, glaube ich. Und jetzt kann man, ich weiß jetzt nicht, ob das zu groß ist, es geht noch, jetzt kann man hier zum Beispiel das so reinstecken. Und selbstverständlich, wenn man das aufgeklebt hat, man muss das ja nicht einfach nur so nehmen, ne? Man kann ja auch noch ein bisschen hier kreativ werden und vielleicht hier so eine kleine Collage machen und in diesem Fall vielleicht eine mini kleine Collage. Und zwar vielleicht einfach nur so etwas. Aber in diesem Fall möchte ich das gerne versuchen, etwas zu distressen. Wo ist jetzt mein Bürstchen? Für so kleine Collagen könnt ihr natürlich so kleine Schnipsel nehmen, die ihr habt. Dinge, die von irgendwelchen Projekten übrig geblieben sind, aber auch zum Beispiel Schnipsel aus Zeitschriften oder wenn ihr jetzt nicht solche alten Briefumschläge verwenden wollt oder wenn ihr so etwas zum Beispiel gar nicht habt, dann könnt ihr natürlich auch Briefmarken von ganz normaler Post nehmen oder von irgendwelchen Werbeprospekten oder so. Das geht natürlich auch. So, jetzt könnten wir hier zum Beispiel eine Journaling-Karte reinstecken, zum Beispiel diese hier. Das gefällt mir aber gar nicht so gut. Ich möchte gerne eigentlich diese Farbe aufnehmen. Jetzt merke ich aber gerade, dass der Akku von meiner Kamera gleich leer ist. Jetzt muss ich mal kurz hier wegspringen. Bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder und ich habe auch gleich mal dieses hier mitgebracht. Denn diese Farbe hier, die würde jetzt das wieder aufgreifen, wenn wir einen von diesen beiden Tags hier hineinstecken würden. Jetzt habe ich da hinten gerade meine Schere vergessen. Ich komme gleich wieder. Herrschaftszeiten. Also ich war jetzt nicht besonders weit weg. Also meine Küche ist tatsächlich ein noch kleinerer Ort als mein Wohnwagen.
Falls ihr einen Küchenvlog sehen wollt, sagt mir Bescheid. Oh mein Gott, nein, sagt mir bitte nicht Bescheid. Dann muss ich das ja vielleicht wirklich machen. Aber ja, ich kann es mir ja nicht nehmen lassen, wenn ihr sagt, ihr wollt hier so ein Video und ihr wollt da so ein Thema für Januar und so, dann muss ich mir ja irgendwas ausdenken, oder? Also ich bin ja auch selber schuld. Alles hat angefangen mit dem Adventskalender. Übrigens, falls ihr euch wundert, dass immer noch Leute jetzt in unserer Junk Journal Deutsch Gruppe auf Facebook, also ja, die Mitglieder dort werden sich wahrscheinlich nicht wundern, aber vielleicht, wenn irgendjemand irgendwas irgendwo liest von Junk Journal Tutorial Adventskalender und die Leute posten jetzt im Januar immer noch irgendwelche Beiträge, dann wundert ihr euch vielleicht. Und dann habe ich aber ja die Erklärung für euch, für alle, die jetzt vielleicht inzwischen neu auf diesem Kanal sind oder das alles nicht mitbekommen haben. Ich hatte im Dezember einen Adventskalender gemacht mit Junk Journal Tutorials. Und ich habe diesen Adventskalender extra nicht besonders weihnachtlich gemacht, weil mir schon von vornherein klar war, dass nicht jeder die Zeit im Dezember haben wird, um alle diese 24 Tutorials, die es da waren, zu bewerkstelligen. Und deswegen habe ich das nicht besonders weihnachtlich gemacht, sodass man auch noch jetzt im Januar oder auch in irgendeinem anderen Monat dieses Jahres das nachmachen kann. Das ist der Grund, warum ihr vielleicht das ein oder andere Mal noch Junk Journal Tutorial Adventskalender irgendwo lesen werdet oder auch Beiträge dazu finden werdet. Und ihr könnt euch natürlich selber, wenn ihr möchtet, auch diese Videos noch angucken, wenn ihr jetzt hier neu seid. Die befinden sich alle in meiner Playliste. Die findet ihr ganz normal auf meinem Kanal, wenn ihr da oben auf dem Ding da auf Playlisten drückt, dann findet ihr Junk Journal Tutorial Adventskalender und könnt da natürlich auch nochmal euch die Videos angucken. Das Gewinnspiel ist schon vorbei. Das muss ich nochmal dazu sagen, weil es gab nämlich dort ein etwas größeres Gewinnspiel. Dieses ist aber inzwischen vorbei. Das heißt also, ihr braucht da nicht mehr die Sterne zählen, die da in dem Kalender waren. Das könnt ihr dann getrost mal ignorieren. Bitte. Und aber ansonsten könnt ihr diese Tutorials natürlich immer noch machen. So, zu der Frage, die mir auch oft gestellt wird, was tue ich, wenn ich mir einen Tag aus, also sowas ist ja ein Tag, ne, so ein kleines Schildchen hier, wenn ich mir so einen Tag aus einem digitalen Ephemera Pack ausgedruckt habe. Also wenn ihr euch solche Sachen ausdruckt, hier sind jetzt zum Beispiel so kleinere Tags, dann ist ja logisch, ist die Rückseite von diesem Papier weiß. So, und jetzt kann es sein, dass ihr, so wie ich jetzt gerade hier, nicht besonders viele Möglichkeiten habt, die Rückseite zu gestalten. Ich habe hier keine Schablonen, ich habe hier nur sehr begrenzt Stempel, die jetzt auch in dem Moment hier vielleicht nicht unbedingt so dazu passen. Jetzt könnte ich die Rückseite natürlich schnöde weiß lassen, das wäre eine Möglichkeit. Oder ich könnte eben vielleicht eine Distress-Tinte nehmen und das von hinten braun machen. Ich kann aber natürlich auch mir 2 Tags aussuchen, die mir gut gefallen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe und die einfach, ja, sozusagen Rückseite auf Rückseite kleben, sodass die dann von beiden Seiten eben diese Farbe haben, also von beiden Seiten farbig sind und dieses Motiv haben. Also ja, ihr wisst schon, ne? So, und jetzt habe ich das hier aber zugegebenermaßen nicht besonders ordentlich hinbekommen. Ich habe immer so ein bisschen Probleme zu sprechen und irgendwas zu machen gleichzeitig. Deswegen werde ich das jetzt hier noch so ein bisschen abschneiden, dort wo das so ein bisschen übersteht. Ja, ich denke, das geht. Und dann, liebes Bürstchen, bitte enttäusche mich nicht. Jetzt werde ich mal versuchen, das ganz vorsichtig so zu machen. Und übrigens, ich habe jetzt auch hier die Rückseite genommen von den anderen Tags. Auf diesem distress ich jetzt. Das da auf Deutsch gesagt, scheiße ich mir nichts. Beziehungsweise auf Österreichisch gesagt, scheiße ich mir da nichts. Meine Güte. Jetzt ist mir gerade das Kabel von meinem Handy, könnt ihr nicht vorstellen, wie ich mich jetzt gerade erschrocken habe. Jetzt ist mir das Kabel von meinem Handy gerade mitten im Satz ins Gesicht geflogen und ich habe gedacht, das ist so voll der fette Brummer oder irgendwas. Heiliges Kanonenrohr. Ich denke mir, warum brummt es jetzt nicht? Was für ein Schock. Ja, entschuldigt bitte. Zum Glück ist das nicht auf dem Kamerabild drauf.
Ich mache das jetzt auf der Rückseite von meinen ausgedruckten Tags, dieses Distressen, sodass ich schon gleichzeitig diese überschüssige Distress-Tinte auf der Rückseite habe. So kann ich später sagen, okay, das ist jetzt hier meine Rückseite. Manchmal entstehen da ganz interessante Muster, gerade wenn man jetzt auch vielleicht verschiedene Distress-Tinten benutzt. Und ja, dann kann man natürlich diese überschüssige Tinte, die man vielleicht normalerweise dann ja verschwenden würde, wenn man das jetzt auf irgendwie so ein Abfallpapier macht, so hat man das gleich schon mit benutzt. Also sinnvoll verwendet, so will ich sagen. Ihr wisst schon. Und wenn ich jetzt diese Kanten hier so in diesem Braunton einfärbe, dann schaut es einfach so aus, als wenn dieses Teil hier schon einfach so abgealtert wäre. Und auch durch die Elemente, die da drauf sind, entsteht dieser Eindruck. Aber was ich persönlich noch viel besser daran finde, wenn man das macht, ist, dass einfach ja, wie soll ich sagen, so eine Dreidimensionalität entsteht. Also vorher ist es einfach so ein Stück Papier und durch diesen Rand wird dieser Tag plötzlich so ein bisschen dreidimensional. So, und jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich das jetzt so mache, ob ich das jetzt so hier reinstecke, meine ich. Dann wird jetzt nämlich dieses hier unten wieder aufgegriffen, diese Farbe, und diese Rose wird da wieder aufgegriffen. Oh, ist das jetzt gerade ernsthaft da losgegangen? Muss ich gleich nochmal festkleben. Oder ich stecke es so rum rein. Dann habe ich natürlich viel, viel mehr hiervon in diesem Farbbereich hier aufgegriffen. Das könnt ihr jetzt natürlich machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch noch mehrere Sachen da reinstecken. Ihr müsst natürlich nicht nur da bei dem einen Ding bleiben. Ihr könnt ja auch noch weitere Teile da reinstecken. So, jetzt werde ich das hier nochmal festkleben, in der Hoffnung, dass das jetzt hier klebt. Ich glaube, das war eben schlichtweg einfach zu wenig Kleber. Nicht in Panik verfallen, einfach nochmal festkleben. So, da oben kommt jetzt ein bisschen was raus. Das finde ich natürlich schon wieder nicht so geil. Das passiert mir andauernd, dass da oben sowas rauskommt. So. Ja, entscheiden wir uns erstmal, würde ich sagen, für diese Variante. Das gefällt mir jetzt hier mit den Rosen nämlich nicht schlecht und das, was hier unten so ein bisschen dezent ist. Und auf der anderen Seite werde ich jetzt auch noch so eine Tasche aufbringen und da entscheide ich mich jetzt auch für diese Farbe hier. Also dieses komplette Kit, das ist ja, im Prinzip besteht das aus, ja, zwei Grundfarben, diesem Blau und dem Beige, wenn man das jetzt mal so sehen will. Natürlich sind da noch ein paar andere Farben dabei, aber im Prinzip ist es Blau und Beige. Und wenn ich jetzt eine blaue Hintergrundseite habe, so wie da die ich rechts schon aufgeklebt habe, diese hier, also das ist ja so ein bisschen türkisgrünlich-blau. Ich hoffe, dass das in der Kamera so rüberkommt, wie ich das mit dem Auge sehe. Dann finde ich das ganz schön, wenn man jetzt diesen Kontrast da drauf setzt, der ja logischerweise von mir so gewollt erschaffen wurde, oder wie soll man da mal sagen. Ich zeige euch jetzt gleich, was ich meine. Und wenn ihr zum Beispiel so eine Distress-Tinte nicht habt und die euch auch nicht kaufen wollt, dann könnt ihr auch hierfür ein kleines Schwämmchen und Wasserfarbe nehmen. Das geht auch. Dann müsst ihr allerdings aufpassen, dass ihr das Schwämmchen nicht zu nass macht. Denn wenn ihr das mit einem Tintenstrahldrucker ausgedruckt habt, würde euch natürlich der Druck würde euch dann verlaufen. Ne? Wenn ihr da jetzt Wasser drauf machen würdet mit Wasserfarbe, dann würde es da reinlaufen. Das kann ganz cool aussehen, habe ich auch schon mal probiert. Dann gibt das hier so richtig krass geile so Flecken in dem Papier. Also ob das jetzt zu diesem Papier passen würde, weiß ich nicht unbedingt. Oder das müsste man halt mal ausprobieren. Aber das schaut richtig cool aus. Aber wenn ihr das nicht wollt, dass das so verläuft, dann nehmt bitte ganz viel Wasserfarbe, ganz wenig Wasser und geht einfach mit einem Schwämmchen ganz vorsichtig hier so dran, immer so hier entlang, sodass ihr wirklich nur am Rand die Farbe habt und dass euch dann nicht zu viel Wasser reinzieht. Wenn ihr Angst habt, föhnt es direkt danach trocken und dann habt ihr auch so eine Art Distress-Effekt ohne Distress-Tinte hergestellt. So, und hier seht ihr jetzt schon diesen Effekt, was ich vorher gemeint habe. Dieses ist jetzt für mich so ein beiges Element, genauso wie dieser Tag so ein beiges Element ist, sowohl von dieser Seite als auch von dieser Seite. Und
für mich macht es jetzt zum Beispiel keinen Sinn, nachdem ich dieses Blaue auf dieses Türkise geklebt habe, hier noch etwas Blaues hinzukleben. Ich brauche auf dieser Seite, wenn ihr euch das hier mal so anschaut, irgendwie noch einen Ausgleich dazu. Und deswegen entscheide ich mich hier für diese Farbe. Und ich glaube, ich möchte auch gerne das hier von dem Briefumschlag noch aufgreifen, insofern ich hier vielleicht noch etwas davon habe. Ja, ich habe sogar noch von dem Brief hier so ein Stückchen, vielleicht könnten wir das da noch irgendwie einbauen. Und zwar vielleicht einfach nur ganz dezent. Ich möchte jetzt gerne, also ich weiß ja nicht, schreibt mir bitte einen Kommentar, wenn euch das irgendwie auf die Eier geht oder so, ne? Ich möchte jetzt eigentlich gerne, dass diese Tasche ziemlich in der Mitte von der Seite sitzt, also nicht so. Aber, also wenn ich jetzt diese Schnipsel dann nicht hintun würde, dann würde ich die Tasche so in die Mitte kleben. Das macht mir jetzt irgendwie am meisten Sinn, weil diese Streifen sind nicht ganz gerade jetzt hier von der Mauer und da macht es irgendwie keinen Sinn, das so versetzt zu machen. Außerdem ist hier dann so viel Platz. Aber wenn ich diese zwei Streifen benutzen möchte, um die Tasche noch etwas interessanter wirken zu lassen, finde ich es natürlich nicht schlecht, wenn das jetzt hier reingeht. Und zwar ist hier unten ja noch dieses Stück von dem Blatt, dieses Grüne. Da lasse ich jetzt dieses Beige ein bisschen in das Grüne reinlaufen, so. Und dann stecke ich, weil jetzt sind ja die zwei Farben ziemlich gleich. Jetzt nehme ich aber das hier und stecke das da als Unterbrechung sozusagen dazwischen. Und weil ich hier auch nochmal so einen Übergang schaffen will, muss ich die Tasche jetzt weiter nach links setzen. Das ist aber insofern jetzt nicht so schlimm, weil den Rest des Platzes, diese Schnipsel jetzt hier auffüllen. Also hier hat man jetzt nicht mehr das Gefühl, dass die Tasche nicht mehr in der Mitte sitzt. Man hat das Gefühl, das muss jetzt irgendwie so, weil das hier so ein umgekehrtes L ist. Und ja, ich klebe das jetzt mal gerade hier so hin. Und dann erkläre ich euch das auch kurz ein bisschen genauer, warum ich hier drauf so Acht gebe, beziehungsweise warum das einen großen Unterschied macht. Also, erstens, diese Tasche ist jetzt weiter links, als sie normalerweise wäre. Wenn ich das so machen würde, könnte ich natürlich auch, aber dann würde mir natürlich das hier verschwinden und die Seite wäre, finde ich, nicht mehr so interessant. Erst wenn die Tasche hier sitzt und der Rest von diesem Teil ausgefüllt wird durch diese Schnipsel hier, dann wird es interessant, finde ich persönlich. Aber diese Schnipsel, die habe ich jetzt auch nicht einfach irgendwie aufgeklebt, sondern erstens in den Farben abgewechselt. Helle Farbe, die hier und hier auch vorkommt, und dazwischen etwas anderes, was hier dazu passt und auch hier dazu passt, und dann kommt wieder diese Farbe, die diese Farbe aufgreift. Insgesamt sind das 3 Teile, also eine ungerade Anzahl von Teilen, 1, 2, 3. Die Tasche ist dann für mich hier in diesem Fall die dritte Lage sozusagen auf diesem kleinen Stapel hier. Und hier unten habe ich jetzt auch versucht, dass ich das in der Höhe variiert habe. Also dieses Grüne, das zähle ich jetzt für meine Optik noch mit. Dann kommt als nächste Stufe dieses hier. Also das ist jetzt auch nicht hier unten bündig mit dem Grünen, sondern das ist ungefähr hier in der Mitte. Naja, also im unteren Drittel sozusagen. Im nächsten Drittel kommt dann dieses Lilane hier rein in das Grüne. Also es ist ja, wie soll ich euch das erklären? Das ist halt irgendwie so abgeteilt, ne? Wenn ich das hier so hinhalte, fängt hier das Beige an und hier fängt das Lilane an. Hier ist die nächste Unterteilung, weil das Grüne da zu Ende ist und hier oben wieder genauso. So eine kleine Unterteilung und auch nach hier leicht versetzt und nach da leicht versetzt. Macht das Sinn? So, jetzt ist das hier getrocknet. Oh mein Gott. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, dass man über 3 Papierschnipsel so lange philosophieren kann. Aber das sind die Dinge, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich ein Journal mache. Und ihr habt oftmals die Frage, genau diese Frage, ja, wie machst du das? Wie machst du das? Wieso sieht das bei dir so aus? Also
Ich freue mich natürlich sehr darüber, dass ihr das so seht, dass das schön aussieht, wenn man das so aufklebt. Aber ich möchte euch natürlich auch helfen, dass ihr das auch so hinkriegen könnt, wenn ihr das schön findet. Also das ist natürlich selbstverständlich immer Geschmackssache. Ob man jetzt dieses Papier schön findet, das ist natürlich Geschmackssache, oder? Ob man das auch so machen will, das ist alles Geschmackssache. Aber ich glaube, dass das hier, was ich euch jetzt gerade hier versucht habe zu erklären, das hat mit Geschmackssache nichts zu tun, sondern es ist einfach, wie soll ich sagen, so kleine Tricks, die man irgendwann rausfindet und dann macht man das öfter so und man stellt fest, egal mit welchen Schnipseln, egal mit welchem Papier ich das mache, das funktioniert irgendwie immer und das geht irgendwie immer. Und ja, wie soll ich sagen, meine Lebensaufgabe ist, euch das zu erklären, warum das so ist und warum ich das so mache. Und ich hoffe, dass euch das irgendwie hilft. Einige haben ja auch schon geschrieben, wenn ich zum Beispiel ein Journal fertig gemacht habe und habe euch ein Durchblättervideo, also so ein sogenanntes Flip-Through zu diesem Journal gezeigt, dann haben einige von euch darunter geschrieben, ob ich nicht mal zeigen kann, wie ich dieses Journal gemacht habe. Also ein komplettes Prozessvideo eines solchen Journals. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich komplett unmöglich. Das geht einfach schlichtweg nicht, weil viele Sachen genauso entstehen wie das, was hier jetzt entsteht, aber ohne, dass ich da bei jedem Teil irgendwie drüber sprechen könnte, oder? Also oftmals sitzt man da, man schneidet jetzt vielleicht solche Sachen aus, aber man spricht ja im Regelfall nicht dabei. Also wenn die Kamera nicht läuft, dann spreche ich natürlich nicht mit mir selber, also in den seltensten Fällen. Es sei denn, ich muss mal fluchen oder so. Und von daher ist es natürlich unmöglich, einen kompletten Journal-Prozess irgendwie zu filmen und gleichzeitig noch etwas dazu zu erklären. Also wenn ich da ein paar Wochen an so einem Journal sitze, dann müsste ich ja die ganze Zeit meine Kamera laufen lassen, auch in so kleinen Minuten, wo ich mich dann vielleicht mal auch nur 5 Minuten da dran setze und vielleicht irgendetwas ausprobiere, was mir gerade in den Sinn gekommen ist. Und dementsprechend ist das natürlich völlig unmöglich, so einen kompletten Prozess zu filmen und zu dokumentieren. Aber ich versuche jetzt mit solchen kleinen Sachen, wie diesen kleinen Tutorials hier, euch zumindest so eine Vorstellung zu geben, was in meinem Kopf abgeht. Denn manche von euch sagen, oh, sowas möchte ich auch gerne mal machen oder dieses Journal, das schaut so harmonisch aus. Ja, warum ist das so? Das ist bei mir auch jetzt nicht über Nacht passiert, dass ich mir denke, okay, das schaut jetzt harmonisch aus, sondern das sind auch oftmals ganz, ganz viele Dinge, die wirklich reifen, die über die Zeit irgendwie kommen, die natürlich viel auch mit emotionaler Verfassung zu tun haben, wenn man so ein Journal macht und die auch viel mit Inspiration natürlich durch andere Künstler zu tun haben. Und manchmal sehe ich auch bei irgendwelchen Leuten, die gar nichts mit Junk Journaling zu tun haben, irgendwelche tollen Sachen und dann versuche ich das auf das Junk Journaling zu übertragen. Das funktioniert ja oftmals auch. Und das sind eben so Sachen, die kann man nicht filmen, aber mit diesen kleinen Sachen versuche ich jetzt irgendwie euch das nahe zu bringen, was mir da durch den Kopf geht. Und was ich vor allen Dingen auch zwischendurch mal so ausprobiere. Ne? Also ich konnte mich jetzt zum Beispiel gerade nicht entscheiden, welchen Tag ich hier benutzen will. Dann habe ich beide ausgeschnitten und jetzt stelle ich fest, dass dieser hier nicht geht. Der geht einfach nicht. Also seht ihr das? Obwohl hier Komplementärfarben vorkommen. Also jetzt hoffe ich, dass man das in der Kamera genauso sieht, wie ich das mit dem Auge sehe. Dieser bläuliche Ton und das Orange, das ist schon fast hier so ein bisschen Türkis. Also ganz komplementär wäre dieses Orange und dieses Türkis und hier dieses Türkis. Aber das ist einfach zu krass viel Orange. Und es ist mir auch persönlich zu viel Highlight auf der ersten Seite. Denn wenn ihr denkt, das ist so relativ schlicht. Und wenn ich das dann aufschlage und es ist gleich so BAM mit diesem Tag, der persönlich im Übrigen mein Lieblingstag ist, dann ist mir das einfach schlichtweg zu viel. Hier sind auch ziemlich viele Pinguine drauf, also genau genommen genauso viele wie auf dem anderen. Also hier, ne, hier sind ja 3 Pinguine und hier sind auch 3 Pinguine, aber dieser Tag ist etwas gedeckter in den Farben. Das Einzige, was mich jetzt hier noch stört, ist, dass diese Bordeaux-Farbe hier nirgendwo auftaucht. Das nervt mir jetzt gerade kolossalst. Drehe ich das um, habe ich das gleiche Problem in Grün, denn hier habe ich orangene Punkte, die kommen hier wieder vor. Aber das Bordeaux kommt da nicht vor. Was tue ich jetzt? Jetzt werde ich das erstmal distressen, diesen Tag, weil er dann nämlich manchmal auch schon ganz anders aussieht, als wenn ich ihn einfach so lassen würde.
Ja, es schaut schon ein bisschen anders aus, weil jetzt hier dieser Rand, wie gesagt, so da drumherum ist. Das wiederholt sich jetzt da nochmal. Also das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Sache. Hier ist dieser Rand, hier ist dieser Rand und hier ist dieser Rand. Und das, ja, wiederholt sich jetzt irgendwie so ein bisschen. Aber viel schlimmer finde ich die Sache mit dem Bordeaux da oben. Und ich habe jetzt gerade auch kein kleines Element, was ich dort jetzt hineingeben könnte. Ich meine, ich könnte mir natürlich jetzt mühselig ein bisschen Acrylfarbe anmischen und die dahin pinseln, aber das will ich nicht. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt viel zu aufwendig und viel zu blöde, da jetzt so eine Acrylfarbe rauszuholen. Aber schaut euch das mal an. Das habe ich jetzt hier gerade gefunden. Also das könnte ich mir gefallen lassen. Schauen, ob wir hier noch irgendwas anderes haben. Das sieht nicht ganz so aus, aber dieses dunkle Rot, also das ist schon sehr, 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 sehr nah da dran. Vielleicht sogar nur dieses hier ohne das Weiß oder mit dem Weiß, vielleicht mit dem Weiß. Okay, das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen Weihnachtspapier, aber das passt natürlich auch überhaupt nicht. Aber das würde passen, wenn man das hier jetzt später irgendwie noch überkleben würde oder so. Weil das natürlich jetzt hier nichts mit Weihnachten zu tun hat. Aber jetzt schneide ich das mal gerade hier ab. Wo ist jetzt meine Schere wieder hin? Ja, wie ihr seht, auf einmal ist ein Zusammenhang da. 1, 2, 3 rote Teile sozusagen. Wobei mir jetzt dieses Rot viel zu massiv ist. Aber erstens mal könnte man es so reinstecken. Ja, ich glaube, das finde ich nicht schlecht. Ja, die Lösung. Hier seht ihr die Lösung. Ich meine, klar, wenn ich das jetzt natürlich rausziehe und lege das hier so hin, dann ist es schon sehr massiv im Verhältnis jetzt zu diesen beiden Teilen, aber es passt halt einfach dazu. Und es löst das Problem. Schaut es euch so bitte an. Und schaut es euch bitte so an. Also ich finde, das ist ein richtig, richtig krasser Unterschied. Wenn man jetzt natürlich keine Lust hat, diese Rückseite irgendwie zu gestalten, dann könnte man natürlich auch sich noch irgendwas anderes überlegen, dass man das nicht als Karte lässt, sondern vielleicht einfach irgendwo so einen kleinen Schnipsel dahin klebt oder so. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Jetzt will ich das natürlich nicht da abschneiden, ne? Ja, das versuche ich aber trotzdem mal, zumindest zur Demonstration. Also, man könnte es als Karte lassen oder man schneidet jetzt hier so einen Streifen. Wenn das jetzt schief geht, kann ich das ja immer noch als Karte lassen. Und dann, muss ich gerade überlegen, wie lange ich den will. So vielleicht. Was haltet ihr denn davon, wenn wir das hier hinkleben? Dann ist es so aufgegriffen, aber es ist nicht zu groß, nicht zu krass. Wenn man die Pinguine verstecken wollen würde, könnte man es theoretisch vielleicht sogar so noch machen. Hat man hier auch nochmal den Zusammenhang. Wie findet ihr das? Oder, also ich versuche gerade euch verschiedene Möglichkeiten zu zeigen und euch auch zu erklären, wie oft ich, also wie lange ich manchmal über so etwas nachdenke, wo das hinkommt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist manchmal unendlich lang. Das finde ich zu blöd, das ist mir zu nah aneinander, finde ich doof. Entweder so oder, und ich glaube, das wird jetzt hier die Endlösung sein, oder so. Jupp. Ich glaube, das finde ich gut. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, schaut euch mal die Richtung von den Federn an. Die stehen ja so auseinander. Und dieses Teil habe ich bewusst jetzt etwas schräg reingesteckt, sodass es auch in der Richtung von dieser Feder steht. Also in dieser Richtung, beziehungsweise so schräg. Der Tag an sich steckt gerade drin. Hier ist es gerade, hier ist es gerade. Diese beiden Schnipsel, der beige und der lila, sind auch gerade aufgeklebt. Dieser Rand hier ist gerade. Das ist gerade, das ist gerade, das ist gerade und das ist gerade. So
für mein Empfinden stechen diese Federn hier viel mehr raus, wenn das so ist, als wenn das gerade wäre. Kurzer Vergleich. Bitte beurteilt das mal für euer eigenes Empfinden. Also auch das, ne? Das ist ja alles so eine Empfindenssache. Wo klebe ich irgendwas hin? Wie gefällt mir das am besten? Das ist so Empfindensache. Aber oftmals, wenn man so kleinen Regeln folgt, dann kann man das plötzlich nachvollziehen, was der andere sich dabei gedacht hat. Und wenn man das dann versucht auch nachzumachen, vor allen Dingen, wenn man sagt, okay, ich bekomme das vielleicht nicht so hin, wie ich das möchte. Es geht ja nicht darum, dass es jemand anderem gefällt. Es geht ja darum, dass es dir selbst gefällt. Du musst ja damit zufrieden sein und nicht irgendjemand anderes. Und wenn man aber sagt, ich kriege das irgendwie nicht so hin, dann hilft es ja manchmal, wenn man anderen Leuten folgt und die Ideen von anderen Leuten einfach mal klaut und mit seinen eigenen Dingen, die man zu Hause hat, nachmacht. Und da kann das dann manchmal helfen. Vielleicht, wenn man sich über solche Dinge auch ein bisschen langwieriger Gedanken macht, als man das normalerweise tun würde. So. Es ist mir hier, schaut euch das an, es ist mir hier dieser Uhu-Kleber auf dieser Karte dermaßen ausgelaufen. Das schaut aus wie Nasenrotz. Ihr Lieben, das war mein Abschlusswort. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier die nächste Seite in diesem kleinen, putzigen Büchlein gestalten. Ich hoffe, das hat euch hier ein bisschen was gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß beim Nachmachen, alles Gute und tschüss!